Abend, sehr geehrte Damen und Herren, liebes Publikum. Herzlich willkommen zu diesem Dialogkonzert, in dem Sie Ektoras Tartanis, den ersten Kapellmeister des Theater Freiburg, einmal in ganz anderer Funktion erleben werden, und zwar als Komponist. Ich habe sehr früh mit Komposition begonnen und habe mich über die Komposition in die klassische Musik vertieft. Dirigieren war auch eine Leidenschaft, die ich recht früh entdeckt habe. Habe das dann eine Weile parallel gemacht, Dirigieren und Komposition, und habe dann mich ausschließlich aufs Dirigieren fokussiert und das auch stark vorangetrieben. Und die Komposition ist ein bisschen in den Hintergrund geraten. Aber ich merke, dass es eine Aktivität ist, auf die ich mehr Energie und Zeit verwenden möchte. Ich würde sagen, dass Komposition und Dirigieren sich sehr ergänzen. Als Komponist versucht man, die Idee zu greifen und sie zu Papier zu bringen. Die Idee eines Dirigenten ist es, genau den umgekehrten Weg zu gehen. Man nimmt sozusagen die Noten, die Partitur in die Hand und versucht, diesen Weg wieder zurückzuverfolgen zur Idee des Komponisten. Man nähert sich ein und derselben Sache aus zwei unterschiedlichen Perspektiven an. Und das kann sich eigentlich nur ergänzen. Es gibt zwei Schwerpunkte im heutigen Konzertabend. Der eine ist dieser mythologische und instrumentale und der andere ist vokal und hat einen Schwerpunkt mit Paul Celan, dessen Dichtung ich vertont habe. Ich höre die Liebe zum ersten Mal ganz. Schön. Oh, es klingt so toll. Ich bin begeistert. Es passt so gut zu dir auch. Die Gestalt ist fantastisch. Wirklich. Das nächste Stück ist für Solo-Klavier, und zwar ist es die verlorene Nereide. Die Nereiden waren 50 Schwestern und die Töchter von Nereus. Nereus, Proteus und Phorkys waren die drei alten Weisen der Meere. Und es gab ganz viele Gottheiten in der griechischen Mythologie, die im Meer gelebt haben. Poseidon ist die berühmteste. Das Element des Wassers, wenn man die Mythologie sozusagen auf eine semantische Ebene dekodiert, ist der Ozean der Wiedergeburten. Also das ist sozusagen der Wasserzyklus, der aufsteigt und über den Regen wieder runterfällt, den Ozean bildet und zugleich auch ein Symbol für Emotionen. Und meine Idee für dieses Stück oder die Inspiration, die ich hatte, als ich in Griechenland war und gereist bin und so aufs Meer irgendwie rausgeblickt habe, dachte ich, wie würde sich ein Thema gestalten, wie würde sich dieses Wasser entwickeln und was würde darin passieren? Wir sind jetzt hier am Fuße des Poseidon-Tempels, am Kap Sunio, und die verlorene Nereide, dieses Klavierstück, kommt mir wieder in den Sinn. Und dieses Klavierstück stellt sich die Frage, was wäre, wenn eine dieser Nereiden überlebt hätte, diese chaotische Zeit von 3000 Jahren, und heute wieder irgendwo auftaucht und erscheint und diese Welt der Gefühle und der Emotionen, symbolisiert durch das Wasser, versucht in ein Gleichgewicht zu bringen und auch versucht, eine Harmonie herzustellen der Welten, dieser alten Zeit, der Antike und
der neuen Zeit, unserer Zeit, der Gegenwart. Das ist der Konflikt, die Spannung, die in diesem Stück herrscht und die, glaube ich, an keinem anderen Ort symbolischer und schöner dargestellt werden kann, als durch die Architektur vor uns und die Natur um uns. Damit würde ich dir, Ektoras, gerne eine persönliche Frage stellen. Immer wieder, wenn ich dir zuhöre, wenn du von den Geschichten der griechischen Mythologie erzählst, stelle ich fest, dass sie mit unglaublich viel Leben gefüllt sind. Also dass das, was vielleicht für mich und viele andere Geschichten sind vor allem, muss irgendetwas mehr sein bei dir. Was bedeutet die griechische Mythologie für dich ganz persönlich? Die Tiefe, die diese Welt für mich offenbart, ist eigentlich der Schlüssel für mich persönlich zu meinen eigenen Wurzeln wiederzufinden. Weil ich bin hier in Deutschland geboren und aufgewachsen, meine Eltern sind Griechen, aber wenn man nicht aktiv mit der Kultur zu tun hat, dann bleibt man auch ein bisschen außen vor. Und die Beschäftigung damit und das Durchdringen dieser Texte und der Bedeutungen ist für mich zum spirituellen Fundament, könnte man sagen, geworden, als Mensch, als Künstler. Und daraus schöpfe ich auch Inspiration und verbinde mich auch mit meiner Kultur, denn ich finde, es muss gelebt sein, nicht? Also was wir ja oft kennen, ist, dass man auf irgendwas stolz ist, was mal gemacht wurde oder was irgendwelche Vorfahren gemacht haben. Aber man selber wird diesem Anspruch eigentlich nicht gerecht und trägt dieses Erbe nicht weiter. Und damit möchte ich nicht sagen, dass ich es tue, aber es ist mir wichtig, dieses Erbe, so gut ich für mich persönlich kann, lebendig zu halten und mit Leben zu füllen. Seit 4, 5 Jahren verbringe ich so viel Zeit ich kann hier. Ich besuche immer wieder neue und wiedergesehene antike Orte, Delphi, der Poseidon-Tempel, Olympia. Natürlich erhole ich mich im Sommer, wenn ich hier in diesem Land bin, aber es ist auch eine Wiedervereinigung mit den eigenen kulturellen Wurzeln, ein Wiederfinden dieser Wurzeln, ein Entdecken. Und je mehr ich sehe in diesem Land, desto kompletter wird dieses Bild, desto mehr Eindrücke bekomme ich, desto mehr Inspiration habe ich. Das ist ein Prozess, der nicht so alltäglich ist und dem man nicht begegnet, so im alltäglichen Leben. Und deswegen muss es so ein Funken von außen geben, so ein Zünder, der irgendwas anregt, damit was in Gang kommt, in einem selber. Wir fahren jetzt in den Süden von Peloponnes zu Anastasis Assimakopoulos, Bruder Enervon, ein ganz faszinierender Mann, der schon seit einigen Jahren, würde ich sagen, mein spiritueller Lehrer geworden ist. Er hat sich ausschließlich der Philosophie gewidmet und der Dekodierung der griechischen Mythologie. Diesen Zugang dazu, gerade zu den mythologischen Themen, hätte ich natürlich nicht ohne seine Hilfe gehabt. Also er hatte ganz viel Denkanstoß gegeben und das ist ein Fundament, was mittlerweile gar nicht mehr wegzudenken ist. Und unser neues Projekt ist eine künstlerische Zusammenarbeit. Ich habe ihn nämlich gebeten, ein Libretto zu schreiben, das ich dann musikalisch vertone. Und dieses Libretto ist auch entstanden und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, denn wir wollen uns dem gemeinsam widmen und erarbeiten, was wir da wohl am besten machen.
es ja auch schon. Das kann wir. Ohne. Λοιπόν, δεν το είδες στο κοριτσάκι σου. Γι' αυτό θα πάρει όλα. Πανέμορφες φωτογραφίες. Θα τα πάρει όλα από εδώ. Κοίταξε, κάτσε να πάω μέσα εγώ. Δεν θέλω να με πάρει εμένα τώρα. Θα πάρει εσένα να πάρει. Πω, δάσκαλε. Τι ομορφιές είναι αυτές. Τη βλέπεις την πολεμιά σου. Τι πανέμορφες φωτογραφίες. Και πόσο ωραία τα παρουσιάσατε εδώ. Αυτό το έχω και εγώ. Το ίδιο μέγεθος στο Freiburg. Das sind Fotos, die unsere Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das sind Ausschnitte aus den Briefen, die ich ihm geschrieben habe. Fotos, die wir gemacht haben in seiner Schule. In der Größe, in der Form zusammengestellt. Hier mit Herakles befestigt. Oh mein Gott. Hier steht Enothon, das ist er, mit seinem geistigen Sohn Ektoras. Das war, wie ich zum ersten Mal in seine Schule gekommen bin, in Athen noch. Das ist 2020. Δάσκαλε, να σας αγκαλιάσω, Κατερίνα, μου σου πω ένα γεια. Für mich steckt dieser Ort voller Harmonie. Denn im wahrsten Sinne des Wortes voller Harmonie. Denn im Griechischen Harmonie kommt von armoso, Harmonia, was nichts anderes heißt als sich anpassen. Und Enothon, dieser Mann hier, der all das auf die Beine gestellt hat, hat im Grunde genommen nichts anderes getan, als die Erde um ihn herum, diesen Ort, einer höheren, einer übergeordneten Ideenwelt anzupassen. Und dadurch hat er Harmonie geschaffen. Dieser Ort strahlt genau das aus. Und ich finde, das ist auch die Verbindung für mich zur Musik. Denn wir brauchen Harmonie auch in der Musik. Es gab mal die Harmonienlehre, die gibt es immer noch, aber wir machen als Komponisten keinen Gebrauch mehr davon. Was wir nämlich heute tun in der zeitgenössischen Musik ist, wir vergessen die Vergangenheit einfach. Wir schauen auf einer sehr extrovertierten Ebene auf die Vergangenheit und analysieren die Mittel und sagen, aha, das gab es schon, also muss jetzt was Neues her. Also macht man etwas Neues. Sobald man eine Melodie gebraucht, altbacken. Sobald ein Dreiklang kommt, verpönt. Sobald diese Akkordfolge kommt oder nicht genug neue Spieltechniken vorhanden sind. Wenn man das auf ein anderes Gebiet überträgt, zum Beispiel Kochen oder so, und man würde sagen, die Starköche unserer Zeit sind jetzt der Ansicht, dass alles, mit dem man bis jetzt gekocht hat, völlig verpönt ist. Und sobald irgendwie Öl und Eier und Tomaten ins Gericht kommen, dann kriegt man keinen Michelin-Stern und wird nicht zur Elite gezählt. Aber das Problem ist, dass man bereits alles, was essbar ist, gegessen hat. So, und was macht man jetzt? Und das, was wir tun, ist, wir fangen an, irgendwie Steine zu essen und Baumrinde und ernähren uns vom Unessbaren. Und dass das aber irgendwie Magenschmerzen verursacht oder einem nicht bekommt, das ignorieren wir einfach, weil eine gewisse
intellektuelle Annäherung des Ganzen uns vorschreibt, so zu kochen. Ich glaube, bei dem künstlerischen Schaffensprozess ist eine Tugend unheimlich wichtig und das ist Ehrlichkeit. Das klingt so banal, wenn man es ausspricht, aber das ist etwas, was mir in unserer zeitgenössischen Musiklandschaft einfach fehlt. Die Konzerte sind leer, meistens leer. Sie werden unheimlich stark subventioniert, damit sie überhaupt stattfinden. Die Leute hören sich zeitgenössische Musik eigentlich nicht wirklich an. Keiner würde auf die Idee kommen, sich irgendwie die neueste Avantgarde-Musik der zeitgenössischen Komponisten auf CD zu holen und sich abends bei einem Glas Rotwein anzuhören. Nicht, dass man das so anhören muss, aber es ist eine ganz, ganz kleine Zuhörerschaft, die immer noch sehr elitär ist. Und das ist ein großes Problem. Ja, besser. Brauchst du noch einmal Takt 8, Paul? Oder? Bis jetzt war der Kompositionsprozess für mich oft mit der Niederschrift der Komposition abgeschlossen. Aber ich merke immer mehr, dass es eigentlich ein ganz privates Vergnügen bleibt, ohne Auswirkung, wenn es in der Schublade endet. Es ist dann doch ein Gesamtpaket, was dazugehört, um da im besten Sinne Erfolg zu haben. Also mit Erfolg meine ich, dass das, was man aussagen möchte, auch beim Zuhörer ankommt. Und dazu gehört das Komponieren, Aufführen, Vermitteln, Aufnehmen und dann zugänglich zu machen. Und das ist absolut notwendig. Und man muss sich eigentlich hinter jedem dieser Schritte mit derselben Ambition dahinter klemmen. Weil es gibt diese Berührungsängste noch, aus gutem Grund. Die neue Musik ist in meinen Augen immer noch ein Elfenbeinturm, der von der realen Welt abgeschottet ist. Und das ist im Vergleich auch zu anderen Kunstformen sehr extrem. Und ich möchte alles tun, was in meiner Macht steht, um diese Ängste abzubauen. Und das Konzert, das wir gegeben haben, war auf jeden Fall ein Versuch, einen Beitrag dazu zu leisten. Μη μιλάς, θα μιλήσω εγώ τώρα, πρώτος. Θα επαναλάβω το Σωκράτη, που όταν γνώρισε τον Πλάτωνα είπε «Είναι ο κύκνος μου, ο κύκνος που οραματίστηκα». Εσύ λοιπόν είσαι ο δικός μου κύκνος. Λοιπόν, όντως είναι μια υπέροχη προσπάθεια που κάνεις μέσα σε όλες αυτές τις πολύ άσχολες και δεδαλώδεις επιδόσεις σου να διευθύνεις Μάκβεθ τώρα του Βέρντι ή δεν ξέρω τι άλλο που εγώ δεν θέλω καθόλου αυτά.